Hallo und Servus zusammen. Heute zeigen wir euch nicht nur unsere neuesten Produkte für die BMW R1300 GS, sondern auch wie diese angebaut werden. Denn auf den ersten Blick erscheint so ein Einbau teilweise sehr einfach, im Detail hilft aber ein genaues Anbauvideo doch sehr viel. Wir starten mit unserem Tourenwindschild für die R1300 GS. Dann befestigen wir unsere Sozius-Sitztasche. Weiter geht es mit dem Anbau der SP Connect Handyhalterung an die Spiegelhalterung der GS. Dann ziehen wir einen Throttle-Rocker auf den Gasgriff auf. Und zu guter Letzt ziehen wir die Zündspule aus dem neuen 1300er Motor mit Hilfe des Zündspulenabziehers. Das alles seht ihr im Detail in diesem Video. Also, los geht's! Hier seht ihr eines unserer ersten Tourenwindschilder für die BMW R1300 GS in der transparenten Ausführung. Verfügbar ist das Windschild auch noch in Rauchgrau und Schwarz. Schwarze Windschilder sind in der Regel immer so schwarz, dass man kaum hindurchsehen kann. Vom originalen Windschild oder R1300 GS nehmt ihr dann die Gummithüllen und die kleinen Metallbuchsen mit Unterlegscheibe. Zum Abbau des originalen Windschilds dreht ihr einfach die 4 Schrauben raus. Wenn ihr den Anbau auch im Detail sehen wollt, dann könnt ihr gerne unser langes Anbauvideo zu unseren LED-Zusatzscheinwerfern anschauen. Dort seht ihr alles ganz genau. Wer solche technischen Details interessant findet und das Neueste zum Thema BMW Motorrad und über unsere Produkte nicht verpassen will, kann gerne ein Like und ein Abo dalassen. Dann werden die Gummithüllen und Metallbuchsen einfach in das neue Windschild eingesetzt. So sieht das Ganze dann aus und euch ist bestimmt schon das X bzw. die X-Form im Windschild aufgefallen. Das hat der Hersteller MRA hinzugefügt, damit es optimal zum neuen Scheinwerferdesign passt. Dann wird das Windschild wieder angebaut. Dazu schraubt ihr einfach die 4 Schrauben wieder in die Halterung und der Abbau funktioniert genau umgekehrt. Das Windschild hat eine Höhe von ca. 40 cm und eine Breite von ca. 35 cm. Alle Informationen dazu findet ihr natürlich bei uns im Shop unter www.mhornig.de. So sieht das Windschild im Detail an unserer R1300 GS aus. Das Tourenwindschild passt für Modelle mit und ohne Radarsystem, für Modelle mit und ohne elektrische Scheibenverstellung und auch in Verbindung mit dem Enduro-Paket. Und natürlich hat es eine ABI. Ihr dürft es also im Straßenverkehr fahren, ohne eine zusätzliche Eintragung. Und hier seht ihr das Windschild nochmal mit eingeschaltetem Licht und unseren LED-Zusatzscheinwerfern. Dann kommen wir zu unserer Sozius-Sitztasche, die sowohl auf dem Beifahrersitz als auch auf einer Gepäckplatte befestigt werden kann. So können zum Beispiel die Halteriemen an der R1300 GS befestigt werden. Natürlich gibt es mehrere verschiedene Befestigungsmöglichkeiten. Wir zeigen euch hier einen Beispielanbau, der uns sehr gut gefällt. Die Hecktasche hat ein Stauvolumen von 12 bis 20 Liter und mit 4 Riemen ist ein sicherer Halt gegeben. Die Maße der Tasche sind 32 x 25 x 14 cm und ausgezogen ist sie dann 24 cm hoch.
Wenn ihr alle 4 Riemen befestigt habt, wird die Tasche angeklickt, wodurch sie sicher hält, aber auch schnell wieder abgenommen werden kann. Mit einem Reißverschluss, wie bei einem Tankrucksack, kann das Volumen durch Ausziehen in der Höhe auf 20 Liter vergrößert werden. Ein Tragegriff und Ösen für den mitgelieferten Schultergurt ermöglichen einen einfachen Transport. Auf der Deckelinnenseite ist ein Extrafach für Kleinkram vorhanden. Auf der Tasche kann zum Beispiel Regenkleidung befestigt werden und so sieht das Ganze dann mit bzw. ohne unsere Hecktasche auf der BMW R1300 GS aus. Jetzt bauen wir den SP Connect Klatschmount Pro an die Spiegelhalterung der BMW R1300 GS an. Ihr werdet selbst sehen, dass der Anbau relativ einfach ist und wir haben viele verschiedene SP Connect Halterungen und Zubehör dafür im Programm. So wird die Halterung für den Anbau vorbereitet. Als Zubehör gibt es zum Beispiel noch ein Antivibrationsmodul, welches zum Beispiel für manche iPhones oder andere Kamerasensoren Sinn macht, oder verschiedene Cases, Taschen und Klemmen. Dann wird die obere Schraube aus der Spiegelhalterung entfernt. Und so wird dann die Handyhalterung angeschraubt. Natürlich kann man Winkel und Neigung nach Belieben verstellen. Und für das erste Beispiel richten wir den Halter horizontal aus. Das ist die SP Universal Phone Clamp Plus. Und so wird ein Handy mit maximal 12 mm Dicke in einer Breite zwischen 58 und 85 mm eingesetzt. Zuerst wird die Krone herausgezogen und die Halterung aufgedreht, dann wird das Handy eingelegt und über die Krone festgezogen und dann wird die Krone wieder hineingedrückt bzw. gesichert. Dann steckt man das Handy samt Klemme auf und dreht es in die Halterung, bis es einrostet. Wenn man das Handy aber im Hochformat sehen will, stellt man dafür nur die Halterung mit einem Schraubenzieher um und schon hat man das Handy im Hochformat angebaut. So sieht das Ganze dann an der BMW R1300 GS aus.
Dann ziehen wir auf unser R1300 GS unseren Throttle Rocker auf, welcher eine perfekte Gasgriffergänzung ist, die der Langstrecke ihren Schrecken nimmt, für höheren Fahrspaß sorgt und die wohl cleverste Alternative zum Tempomaten darstellt. Hierbei handelt es sich um keinen Feststeller, sondern um einen Zusatz, der die dynamische und spontane Geschwindigkeitsanpassung ermöglicht, und er kann natürlich auch mit unseren Soft Grips bzw. Griffpuppies verwendet werden. Mit diesem Zündspulenabzieher kann die Spule ohne Beschädigung abgezogen werden. Bitte den Original-Zündkerzenstecker nicht mit einer Zange oder ähnlichem Werkzeug abziehen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird die Zündspule dadurch beschädigt. Zuerst muss die Zündkerzenabdeckung entfernt werden. Der Zündspulenabzieher ist aus Kunststoff und muss mit 2 Händen bedient werden. Falsch ist, wenn man es wie ein bayerischer Fingerhackler mit nur einem Finger versucht. Das wird schief gehen und der Abzieher wird überspringen. Dann wird der Stecker gelöst. Und so wird die Zündspule richtig herausgezogen. Sollte eine Spule einmal so fest sitzen, dass man sie nicht herausbekommt, dann kann man den Abzieher mit 1 oder 2 Zangen anpacken und vorsichtig ziehen. Ich hoffe, es waren wieder einmal ein paar interessante Informationen und Details für euch dabei. Also Servus und bis zum nächsten Video.